Es gibt Autos, die bringen einen einfach nur von A nach B und dann gibt es dieses Zuckerstück, den Alpina B3 3.0, der jede Fahrt zu einem Erlebnis macht. Wollt ihr wissen, was das Besondere an diesem Auto ist und wo die Unterschiede zum beliebten M3 liegen? Dann bleibt jetzt dran. Die typischen 20-Speichenfelgen und das markante Dekor sind die Erkennungsmerkmale eines Alpina BMW. 1992 startete der erste E36 Alpina als B6 mit 2,8 Litern Hubraum. Ein Jahr später kam der B3 mit 3 Litern und schließlich 3,2 Litern Hubraum. Bis 1999 wurden knapp 1700 Luxus E36 in verschiedenen Karosserievarianten gebaut. Besonders selten der Alpina B8 mit 8 Zylindern. Ein Alpina B3 sieht von vorne zum Beispiel gar nicht so aggressiv aus wie ein M3, denn der ist eher im Motorsport zu Hause, während Alpina auf Luxus und Komfort setzt. Und was hier nachträglich drangekommen ist, ist diese schöne Lippe mit dem Alpina-Schriftzug. Ein Alpina ist mit den serienmäßigen BMW-Spiegeln ausgestattet, während der M3 Spiegel trägt, die für den Motorsport konzipiert sind, also diese zweigeteilten. Und die haben dadurch eben weniger Luftwiderstand. Auch der Innenraum des Alpina hebt sich stilvoll von seinem sportlichen Bruder ab. Neben der schlichten schwarzen Ausstattung konnte man edles Holzdekor wählen, doch damit wirkt ein E36 doch ein wenig bieder. Besonders viel Wert legte man aber auf die kleinen Details. Wenn ich ein bisschen oben drüber gucke, fallen mir sofort die blau hinterlegten Instrumente auf, auch nochmal mit Alpina-Schriftzug. Und ganz besonders sind hier diese Anzeigen am Rand, wo mir hier nochmal die Öltemperatur, der Öldruck, selbst die Öltemperatur des Differentialgetriebes und die Batteriespannung angezeigt wird. Weiter geht es hier mit diesem Holzschaltknauf, wo auch nochmal präsent das Alpina-Logo zu sehen ist. Und wenn mein Blick weiter hier rüber wandert, dann kann ich hier eine Plakette entdecken von Alpina, wo drauf steht, dass dieses Coupé das 10. von nur 205 gebauten Coupés weltweit ist. Außerdem habe ich hier zwar auch Sportsitze, beim M3 sind diese aber ein bisschen ausgeprägter in ihren Wangen, aber ich habe hier diesen typischen blau-grünen Zierstreifen von Alpina drauf und hier unten sogar Alpina Fußmatten. Und wenn man da neue braucht, dann ist man ein paar 100 Euro los. Nach den ersten Metern weiß ich sofort, was Alpina mit Luxus und Komfort meint. Allein dieser Sechszylinder krummelt so entspannt vor sich hin und läuft so ruhig, dass hier überhaupt gar keine Vibration ankommen. Und auch das Fahrwerk ist wirklich eher weich abgestimmt als hart wie in einem BMW M3, der eben auf Motorsport ausgelegt ist. Aber der bügelt hier Fahrbahnunebenheiten und Rillen so gut weg, dass sie hier kaum ankommen. Auch die Sitze passen ja gut zu dem Auto. Ich mag Stoffsitze lieber als Ledersitze, weil jetzt würde ich mir bei den Temperaturen hier wirklich einen abschwitzen. Aber dieses Gesamtpaket hier aus einer super direkten Lenkung, ein komfortables Fahrwerk, angenehmen Sitzen und diesen super ruhigen Lauf dieses Sechszylinders, da fühlt sich in diesem Auto gleich wohl. Dieser Alpina ist mit H&R-Stabilisatoren ausgestattet. Sie verringern die Wankneigung und erhöhen die Kurvenstabilität. Ja, einmal in die Kurve reingefahren, etwas schneller. Die Lenkung ist wirklich phänomenal gut. Früher war die Lenkung bei BMW wirklich on top, Benchmark. Eine bessere Lenkung kenne ich nur von Porsche. Aber ich bin ja auch schon modernere BMWs gefahren in der Vergangenheit. Und dann muss ich sagen, so direkt wie diese Lenkung sind die heute nicht mehr. Und man muss auch nicht groß Kraft aufwenden, weil diese Lenkung trotzdem sehr leichtgängig ist. Der kernige Sound ist übrigens nicht serienmäßig. Hier wurde mit einer maßgefertigten Auspuffanlage nachgeholfen. Das Getriebe schaltet butterweich. Ja, das Runterschalten liebe ich ja immer, wenn man ein bisschen Zwischengasstoß gibt und dann erst einkuppelt. Das funktioniert ja gleich wirklich auf Anhieb wunderbar. E36 bin ich natürlich auch schon öfter gefahren, aber noch nie ein Alpina. Ein 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt die Kraft des Motors an die Hinterachse. Die Basis des Motors ist der M50 Sechszylinder von BMW.
Und das ist ursprünglich der Reihensechszylinder des 325i. Bei dem hat man den Hubraum erweitert von 2,5 Liter auf 3 Liter. Dabei hat es aber zwischen den Herstellern Unterschiede gegeben, also zwischen Alpina und BMW. Denn Alpina holt aus diesem Motor 250 PS raus, während BMW bei dem M3 286 PS rausgeholt hat. Diese beiden Motoren, die waren damals schon mit der Einlass-Vanos ausgestattet, also eine variable Nockenwellensteuerung für die Einlassventile, die eben drehzahl- und lastabhängig gesteuert wird. Erst in den 3,2 Liter Modellen kam dann die Doppelvanos zum Einsatz, also auch die Steuerung für die Auslassventile. Beim Drehmoment beider Motoren gibt es keine Unterschiede, denn beide schicken 320 Newtonmeter direkt an die Hinterräder. Der Alpina beschleunigt mit 6 Sekunden von 0 auf 100 km/h nur eine Zehntelsekunde langsamer als der M3. Diese beiden Autos geben sich also von der Beschleunigung her gar nicht so viel, obwohl der M3 mehr PS hat. Aber sein Nachteil ist, dass der 200 Kilogramm mehr wiegt. Falls ich mich da jetzt irren sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber bei Automotoren Sport wurde der M3 mit 1535 Kilogramm gemessen. Und der Alpina, der wiegt hier nur 1330 Kilo. Fragt mich jetzt nicht, wo die 200 Kilogramm herkommen. Ich vermute, dass es einfach an der Versteifung der Karosserie liegt, weil dieses Auto natürlich anderer Belastung ausgesetzt ist als dieser Alpina. Außerdem hat er auch noch Domstrebe. Wer weiß, was an der Fahrzeugaufhängung noch alles hinzugekommen ist und verstärkt worden ist. Sagt mir gerne Bescheid. Die Kommentare sind offen für euch. Aber Fakt ist, trotz dass der hier weniger Leistung hat, gleiche das durch sein geringeres Gewicht aus. Was auch noch spannend ist, die volle Leistung liegt bei dem Alpina viel früher an als bei dem M3. Dafür liegt das Drehmoment bei dem M3 viel früher an, was für die Drift-Freunde unter uns natürlich eine gute Sache ist. Auch der Alpina hat eine 25%ige Differentialsperre ab Werk. Dreht ein Rad durch, wird die Kraft auf das andere Rad verteilt. Das Ergebnis: mehr Traktion. Runter in den zweiten Gang und raus aus der Ortschaft. Ja, der hat ordentlich Wumms. Der geht sehr gut vorwärts. Die Schaltvorgänge sind super, das Getriebe hat kurze Schaltwege, die Drehzahl geht schön schnell runter, dass man die Schaltvorgänge auch kurz halten kann. Und über den Sound wollen wir uns gar nicht unterhalten, weil der ist einfach... Für eine optimale Verzögerung ist dieser brillantrote B3 mit der größeren Vorderradbremse des Alpina B8 ausgestattet. Das ist ein E36, den Alpina mit einem V8 ausgestattet hat. Und dieser B3 hat diese Bremsanlage vorne drin. Und die funktioniert super. Da kann man ordentlich stark in die Kurve reinbremsen. Straßenlage ist top. Das ist einfach eine tolle Kombination aus Luxus, Sportlichkeit und ganz viel Fahrfreude. Ich glaube, man kann es mir ansehen, dass ich mich über dieses Auto freue. Weltweit existieren ca. 770 Alpina B3 mit dem 3-Liter-Motor. Jetzt könnte man meinen, dass ein B3 deutlich teurer ist als ein M3, weil er eben so besonders selten ist. Dem ist aber gar nicht so, gerade weil der M3 so einen besonderen Hype über den Motorsport erfahren hat und das doch eher eine speziellere Zielgruppe ist. Laut Classic Analytics bekommt man einen gepflegten M3 ab 34.000 Euro bis 46.000 Euro und das ist dann noch nicht die Note 1. Ein B3 würde man ab 34.000 Euro bekommen. Dieses Exemplar hat aber ein Gutachten, was sich im Bereich von 40.000 Euro bewegt, eben weil er so gepflegt ist und weil er auch noch Modifikationen bekommen hat. Der M3 ist ein tolles Auto, keine Frage, gerade weil er den Bezug zum Motorsport hat. Und dieser Hype lässt auch die Nachfrage steigen, klar. Allerdings fährt es sich mit dem Alpina deutlich stilvoller und komfortabler und man hat ein viel selteneres Auto. Es ist also am Ende eine Philosophiefrage, was man möchte, Motorsport oder Stil. Und jetzt würde ich euch fragen, was würdet ihr lieber fahren, einen M3 oder einen B3? Schreibt es mir in die Kommentare.